Das Wesen Tod. Das Wesen Tod. Das Wesen Tod. Das Wesen Tod. Das Erste, was ich sehe, ist ein leerer Raum. Aber der ist nicht dunkel, der ist hell. Ein leerer Raum. Es könnte die Matrix zum Beispiel sein, ein leerer, heller Raum. Zeig dich mir, ich bitte um Informationen. Wesen, Tod. Es ist eine andere Welt. Also dort gibt es Wesenheiten, die es hier nicht gibt. Die Wesenheiten sehen auch anders aus. Die bewegen sich in einem eigenen Raum, in einem eigenen also wenn man sozusagen so tote Geister aus Gruselfilmen sieht, ne? Sind es nur Silhouetten, die wir wahrnehmen von dieser anderen Welt. Es ist eigentlich, Wesen Tod ist unsere Parallelwelt, also die gleichzeitig da ist. Ich würde fast sagen, das ist auch so eine Parallelwelt, fast wie eine Paralleldimension, würde ich. Das findet alles genauso statt wie hier auf der Erde, nur in einem anderen Bewusstsein. Es ist exakt genauso. Da gibt es genauso Gebäude, irgendwie genauso Leben, das irgendwie und das Wesen Tod ist genauso vital wie das Wesen Leben. Es ist genau die andere. Es ist wie hell und dunkel, es ist wie schwarz und weiß oder es sind die beiden Welten. Und man kann wechseln zwischen der einen oder der anderen. Man kann Wesen Tod oder Wesen Leben, also man kann sich das aussuchen. Aber in beiden ist Leben. Es sind Städte, es sind Welten, es ist eine gesamte Erde. Also ein gesamtes normale Bewegung. Also da laufen Wesen auf der Straße, wie hier Wesen auf der Straße laufen. Das Wesen Tod ist eine Welt. Das ist wie die Erde eine Welt ist. Auf der Erde gibt es Leben. In dieser Parallelwelt gibt es den Tod. Und der Tod ist keine Person, das ist ein Raum, das ist ein Raumwesen. Und wenn man den betritt, ist erstmal Leere, als ob man sich vermutlich leer macht. Vielleicht von dem Erdenkleid sich leer macht oder löst. Also man betritt den Raum nicht mit deinem Körper, sondern
mit seinem Bewusstsein, vermute ich. Und nimmt dann dort eine neue Form an oder eine andere Form an. Das Wesen, Tod. Es hat auch gar nichts Schreckliches oder Beängstigendes. Im Gegenteil. Es gibt doch bei Harry Potter diese beiden Welten, die Muggelwelt, die Hier-Welt und dann die andere Welt, die Zaubererwelt. Und genau so muss man sich das vorstellen, mit auch solchen seltsamen Wesen. Das heißt, die Zaubererwelt von Harry ist eigentlich die Todwelt. So könnte man das beschreiben. Ne? Und da gibt es ja auch diese dunklen Wesen, die dann da so rumhopsen und rumfliegen. Genau, es ist fantastischer, die Todwelt. Die ist magischer als die Lebenwelt. Die ist, man hat ganz andere Kräfte dort als hier. Es ist eine parallele Welt, die unter uns ist, die ist bei uns, die ist nicht woanders. Ich sehe jetzt so erstarrte Wesen auch dort, so wie es hier auf der Erde auch erstarrte Wesen gibt. Also ich könnte das alles, man kann alles übertragen eigentlich. Das, was wir hier sehen, kann man sich in einer Parallelwelt vorstellen mit noch ein bisschen mehr Magie. Das ist das Wesen. Das Wesen Tod ist eine Welt, also nicht eine Person. Will das Wesen Tod uns sowas mitgeben aus seiner Welt. Möchte uns das was sagen, möchte es uns was mitgeben. Das Wesen Tod. Es schaut uns einfach nur lächelnd an. Also es ist sehr freundlich. Ja, also es schaut nur freundlich. Es ist nicht, hat nichts Beängstigendes oder Böses oder so. Es ist sozusagen, das ist wie wenn du Bilder aus irgendeinem Urlaubsort siehst, wo die Leute lächeln und sich wünschen, dass man dorthin kommt, so zur Reise oder keine Ahnung. So kommt mir das vor. Es sagt nichts, es spricht keine Worte, es lächelt freundlich an, den Menschwesen an. Und wenn man aus der Perspektive der Todwelt schaut, wirkt die Erde, wenn es um Tod geht, traurig, uninspiriert. Also, weil da ist eher ein bisschen mehr Party. Also hier hat es eine Bedeutung von fast schon was Depressives. Das findet diese andere Welt sieht es so, versteht das überhaupt nicht. Also wie man darauf kommt, dass man daraus sowas macht. Also es gibt keine Verbindung zwischen diesen beiden Welten.
es ist sozusagen eine Entscheidung, dorthin zu gehen. Aber man muss nicht dorthin gehen, man kann in die Welt gehen. Man kann sozusagen in die Todwelt gehen, in diese Parallelwelt. Aber es ist wie bei Harry Potter, du kannst in die Zaubererwelt gehen oder in die Menschwelt. Es ist nicht so, was man so sagt, Schicksal oder wir werden alle sterben. Also das ist im Wesen Tod nicht drin. Also es ist nicht gewünscht oder gefordert oder in keinster Weise gewollt, sondern es ist einfach nur eine parallele Welt, die da ist. Man kann aber als Mensch auch in der Menschwelt, in der Lebenwelt bleiben. Lebenwelt oder Todwelt, das ist eine persönliche Entscheidung. Die Todwelt ist nicht etwas, wenn man so sagt, nichts ist so sicher wie der Tod und so. Das stimmt eigentlich nicht. Also sowas, wie ich das Wesen Tod jetzt wahrnehme. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es darauf wartet, dass jetzt Wesen aus der Lebenwelt dorthin kommen. So wie bei Harry Potter auch in der Zauberwelt niemand darauf wartet, dass jemand aus der Muggelwelt kommt. Also wozu? Die haben ja schon mit sich genug zu tun. Wenn dann Leute kommen, freut man sich, aber jetzt unbedingt jetzt die da haben zu wollen, wenn sich das ergibt, ist es okay. Also man ist jetzt sehr lächelnd und freundlich und das ist wie wenn man auch auf Reisen geht. Man geht dann auf irgendeine Insel und dann kann man eben auch wieder zurück. Man muss jetzt da nicht bleiben. Also das Wesen Tod hat mit dem, wie wir Tod sehen, nichts zu tun. Das ist eine andere Erfahrung, die wir hier damit machen, als das Wesen Tod. Es ist kein Schicksal, muss nicht so kommen. Ich weiß gar nicht, wie das geht, aber normalerweise sind wir in der Lage, unendlich zu leben. Normalerweise. Also unsere Körper sind jetzt, wenn man das heute sieht, ja auch schon ausgelegt auf 160 Jahre. Also viel länger. Wir könnten theoretisch viel länger schon leben, wenn wir die entsprechenden, weiß ich nicht, gesundheitliche Versorgung so ist, dass man so lange leben kann. Und so wie ich das Wesen Tod wahrnehme, ist es noch länger. Wir können theoretisch noch länger leben. Das ist nicht begrenzt. Leben ist nicht begrenzt. Aber das ist, was mir das Wesen Tod aufzeigt. Also es ist genau dasselbe wie die Erde. Also könnt ihr das alles so 1:1 übernehmen. Die jetzt reisen, hier, da und dort, die gehen dann auch wieder zurück zu ihrem Leben und so. Das ist sehr interessant. Wir hier scheinen unendliche Wesen zu sein, so wie das Wesen Tod in seiner Welt auch unendliche Wesen hat. So wie bei Harry Potter die Wesen auch ewig und sehr alt sind und ewig leben. Und so muss man sich das auch vorstellen. In der Menschenwelt kennt man das nicht, macht eine bestimmte Erfahrung und denkt, das ist jetzt so, aber das stimmt alles gar nicht. Also das ist jetzt, was ich am Wesen Tod wahrnehme. Ne? Aus der Perspektive sind wir unendlich. Und dann können wir zum Urlaub in diese Parallelwelt gehen. Wir können aber auch in das Paralleluniversum der Delfine und Wale gehen. Wir können in das Paralleluniversum anderer Wesenheiten gehen. Also es ist jetzt nicht so, es ist dann eher wie ein Urlaub. Dann kann man wieder hierher kommen. Also unser eigentliches Dasein ist mannigfaltig,
unendlich. Das, was wir hier als Tod bezeichnen, gibt es gar nicht. Das hat sich nur so entwickelt, aber es gibt es nicht. Wir haben es darauf festgelegt, weil wir jetzt dafür keine andere Erklärung haben und auch das nicht anders sehen. Aber es ist eine Entscheidung. Tod ist eine Entscheidung. Das ist wie, ich kaufe jetzt das Ticket in den Urlaub. Das ist eine Entscheidung. Das ist nicht ein Schicksal oder so.